Hallo zusammen, heute gibt es wieder ein neues Video und zwar habe ich an meinem Clio hier wieder das nächste Problem. Da gibt es öfters Probleme bei dem Baujahr, der ist 2006 und zwar geht die Lüftungssteuerung nämlich. Ich habe aber bei dem Auto Klimaautomatik, das heißt es ist kein vierstufiger Schalter mit so einem normalen Gebläsewiderstand. Bei mir ist es jetzt so, dass gar nichts mehr geht. Also das Display geht noch, aber die Lüftung geht gar nicht mehr. Deswegen müssen wir das jetzt tauschen. Ich habe auch kein Video gefunden beim Clio mit Klimaautomatik, wo das gezeigt wird. Deswegen möchte ich euch das heute gerade mal aufnehmen. Viel Spaß beim Video. Bevor ihr das Ganze auseinander nimmt, ich habe jetzt schon hier angefangen, ihr seht es gleich. Bevor ihr das Ganze aber auseinander nimmt, kontrolliert bitte die Sicherungen. Die sind unterm Lenkrad, da ist so ein kleines Fach. Je nachdem muss man die Abdeckung abbauen, das mache ich jetzt. Da könnt ihr das gleich mal sehen. Damit ihr die Abdeckung hier rauskriegt, müsst ihr diese Leiste wieder rausklipsen. Einfach mit dem Schraubenzieher wieder dran. Dann macht ihr den Gummi hier wieder weg. Und dann könnt ihr auch das mit dem Schraubenzieher hier gerade wieder rausklipsen, dass noch überall dran kommt. So, genau. Bei eurem Auto passt ihr natürlich ein bisschen mehr auf. Es sind hier zwei Schrauben auf der Seite. Einmal die oben. Und dann noch eine hier unten. Seht ihr schon, wie das Ganze richtig locker wird. Auf der rechten Seite selbst sind keine Schrauben. Da ist nur dieser Deckel mit dem Sicherungskasten. Da könnt ihr die Sicherungen nicht alle kontrollieren. Er kommt oben nicht dran, weil das ist der falsch. Hier selber ist diese Abdeckung nur gesteckt. Hier kann man gerade ziehen dran. Und dann ist das draußen. Das ist hier nur eingerastet über diese Nase und da oben noch. So, hier hängen noch ein paar Kabel dran. Die müssen natürlich auch weg. Auch das mache ich mal schnell. So, ich bin jetzt hier unterm Lenkrad. Ich habe mich hier jetzt mal mit Schwung reingeworfen und das Schlimme ist, ich glaube, ich habe es gefunden. Also hier oben rechts. Hier. Das Ding mit einer grünen Stecker da oben. Hier. Ich habe jetzt leider keine Hand. Das scheint der Gebläsewiderstand zu sein. Da rechts und links ist eine Torx-Schraube auf jeden Fall. Die muss raus. Wenn ich Glück habe, kann das ganze Ding mit einer ganzen Stecker einfach drauf bleiben. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Kommen irgendwie in die Torx rein, aber keine Ahnung, ob man da jetzt was. Ja, jetzt dreht es sich so ein bisschen mit dem Gelenk. Aber das gehört einfach verboten. Aber ich habe die Schraube fast draußen, glaube ich. Also so die Hälfte vielleicht ist draußen, aber ich habe die Befürchtung, die ist doppelt so lang, wie sie aussieht. Und dann nochmal dreimal so lang. Ich habe keine Ahnung, wie ich das wieder da reinkriege. Also breche ich mir hier gleich die Rippe und verrenke mir die Schulter. Und die obere Schraube, die sehe ich ja nicht mal. Aber da könnte man mit der Ratsch vielleicht reinkommen. So, da oben sieht man die blöde Schraube. Ich habe sie irgendwie über einen Zentimeter draußen. Neuer Tag, neues Glück. Jetzt hat es funktioniert. Ich habe das ganze Ding draußen, aber man muss die Verkleidung hier unterm Lenkrad wegmachen. Also die hier noch. Das ist eigentlich, ja, sind es nur zwei Schrauben, die sind hier oben, hier und hier. Und dann kann man das Ding noch unten wegmachen. Das ist schon in meinem Zündschloss-Video, wo ich Zündschloss wechsle, da sieht man es auch. So, und der Übeltäter müsste das ja sein. Also das ist der normale Gebläseregler. Der scheint da öfters kaputt zu sein. Und ja, der ist jetzt da unten draußen. Ihr könnt da gucken, da oben ist das Loch. Sieht man das? Ah ja, da hinten ist das Loch. Da, wo er eigentlich drin steckt, hinter den grünen Stecker. Dieses Teil ist, glaube ich, bei den anderen Clios auf der anderen Seite am Motor. So wie ich das jetzt mal schon gesehen habe in so Videos. Aber bei dem hier ist es halt links unterm Lenkrad. Hier ist das neue. Sieht genauso aus wie das alte, nur in sauber. Die Bezeichnung passt auch. Von dem her haben wir, glaube ich, richtig Glück. Und jetzt werden wir wieder ans Einbauen gehen und schauen, ob das funktioniert. Weil ich will jetzt einfach nicht mehr so rumfahren. Ich habe das ganze halbe Armaturrepartier zerlegt und ich brauche das Auto gerade noch zum Rumfahren. Das heißt, so kann man im Moment fahren, aber ist natürlich nicht so gemütlich. Dann begebe ich mich jetzt wieder hier unten rein und versuche dieses Teil mal reinzustecken. Und einfach mal die Stecker dran zu machen und dann schließe ich den Gebläsemotor auf der anderen Seite wieder an und mache die Armatur. Beziehungsweise hier ist ja die Gebläsesteuerung ist noch drin. Das heißt, es müsste eigentlich auch funktionieren, wenn ich das Ding anstecke. So. Das Ding steckt mal in Position und von dem her Stecker rein. Schraube mache ich noch nicht dran, ist auch gerade egal.
Ist also toll, dass die Kabel alle so kurz sind hier unten. Aber wichtig ist, dass es überhaupt einfach mal funktioniert. So, Stecker sind drin. Jawohl, ihr hört schon, Gebläse geht. Allerdings bedeutet das auch, ich habe das ja alles umsonst auseinandergebaut. Okay, also für euch als Tipp, der Gebläseregler an sich sitzt hier unten unterm Lenkrad in der Sicherungskasten und wenn man die Verkleidung abbaut vom Lenkrad, dann kommt man eigentlich auch relativ gut dran. Bis auf die 2 Schrauben, die da drin sind, die werde ich jetzt noch ein bisschen kürzer, damit ich die nicht so ewig lang reinschrauben muss. Die sind ja über 2 cm lang. So, ich habe ungefähr die Hälfte weggenommen, sieht man jetzt hier. Das sollte auch reichen, weil das Plastik hier ist ja auch nicht wirklich so dick. Könnt ihr hier sehen. Hier, wo die Schraube durch muss, da ist jetzt noch genug dran und damit schraube ich es jetzt rein. So, alles wieder festgeschraubt. Jetzt kommt wieder die Verkleidung dran. Hier vom Lenkrad und dann die Verkleidung hier und dann das Einschubteil, dann die Lüftung, dann oben die Uhr, dann das Handschuhfach und dann bin ich eigentlich schon fertig. Und ihr habt jetzt auch einen Tipp und wisst genau, wo ihr gucken müsst und wo das Ding zu finden ist. Einfach nur gesteckt und eingeklipst. Das ist wenigstens gut an dem Auto. So, ihr habt es gesehen, es läuft wieder, das Gebläse geht, das freut mich besonders. Ja, hat mir jetzt ein bisschen Nerven gekostet. Ich war erst auf der falschen Pferde, aber das hat dann doch noch geklappt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, bei Frage einfach in die Kommentare. Ich verlinke euch den Artikel auch noch unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.